Moin, vielleicht habt ihr mein letztes Video gesehen zur Redshift Sattelstütze. Da gab es eine Menge Kommentare zu, dass der Redshift Vorbau ja noch viel geiler ist. Deswegen jetzt Redshift Vorbau zusammen mit der Sattelstütze zum Gravel Fully. Und da passt es sich sehr gut, dass es von Redshift jetzt eine Pro-Variante von dem Vorbau gibt mit Titanschrauben. Die wiegt 40 Gramm weniger, nämlich 230 Gramm hier in dieser 90 mm Version. Das ist noch ganz okay und die ist 70 Euro teurer als die Standardversion, nämlich 290 Euro. Viel Geld, aber mal schauen, ob sie es wert ist. Ich kenne in meinem direkten Umfeld tatsächlich niemanden, der mit gefedertem Vorbau fährt. Aber von Leuten, die damit fahren, hört man, dass die nie wieder ohne fahren wollen und dass das die beste Anschaffung ever war für ihr Gravelbike. Ja, also auch deswegen bin ich gespannt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr damit fahrt und was ihr für Erfahrungen habt. Würde mich interessieren. So rein auf den ersten Blick gefällt er mir super. Also auch wie schon bei der Sattelstütze scheint der perfekt verarbeitet zu sein. Also keine Kanten, irgendwas, alles super smooth aus einem Guss. Also optisch macht er schon mal sehr viel her. Montiert wurde der Vorbau wie ein ganz normaler Standardvorbau auch. Sollte kein Problem sein. Dann hat er hier ein Gelenk und stützt sich innen drin auf zwei Elastomeren ab. Ich glaube, man sieht das auf der Kamera. Genau, und die kann man auch wechseln, je nach Körpergewicht. Dazu sind, wie auch bei der Sattelstütze übrigens, verschiedene Elastomere dabei. Ja, die kann man austauschen. Muss man tatsächlich auch, wenn man den Vorbau andersrum verbaut. Also den kann man mit plus oder minus 6 Grad verbauen. Die Elastomere müssen immer oben sein. Ich werde den mit minus 6 Grad verbauen. Das heißt, ich muss die sowieso wechseln, nach oben die Elastomere und dann auch gleich die richtigen für mein Körpergewicht montieren. Das machen wir gleich mal. Dann wechseln darf man die Elastomere übrigens nur, wenn der Vorbau am Rad dran ist, weil man wird den gleich vorspannen müssen. Und man wird hier drin die Torx-Schraube lösen müssen. Dafür ist auch ein passender langer Schlüssel dabei. Ja, das sollte funktionieren. Soll auch nicht sonderlich kompliziert sein. Da mache ich mich jetzt mal ran. So, der Vorbau ist montiert. Ich habe diesen Schlitten hier zum Vorspannen der Elastomere schon rausgeschraubt. Das heißt, ich komme jetzt an die verbauten Elastomere ran. Die kann man hier jetzt einfach rausziehen. So die Theorie. Ja, wunderbar. Und mit den passenden ersetzen. Die müssen vor allen Dingen oben drin sein. Das heißt, genau, ich mache den hier mal ganz hoch. Setze die beiden richtigen Elastomere hier ein. Die Griffe müssen nach außen zeigen. Jetzt muss ich den Vorbau runterdrücken und dann den Schlitten hier wieder reinschieben. Ich glaube, dafür nehme ich das Rad mal vom Montageständer ab. Montage fertig, macht sich sehr gut an meinem Rad. Ja, das mit dem gleichzeitig runterdrücken und diese Vorspannschraube reinschrauben ist alleine doch gar nicht so einfach. Deswegen konnte ich das jetzt auch nicht filmen, da brauchte ich beide Hände für. Geht aber dann irgendwie schon auch. Ja, und ich würde sagen, dann ab nach draußen. Sehr schön. Bisschen Downhill hier. Ja, federt super. Man merkt die Wurzeln eigentlich gar nicht. Großartig. Ich suche mir noch mal was Fieseres. Wow. Funktioniert. Also die ersten Kilometer durch sehr ruppiges Gelände hier waren super. Federt tatsächlich mega. Fühlt sich aber eher so an wie beim Mountainbike mit super breiten Reifen und wenig Luft. Federt ordentlich. Das funktioniert schon, aber nur hier oben in den Hoods. Wenn ich in den Drops bin, da federt gar nichts. Also da federt mein Carbonlenker mehr als der Vorbau. Das funktioniert also tatsächlich eigentlich nur
wenn man hier oben drin ist. Aber im Gelände bin ich das auch meistens. Insofern ganz cool. Jetzt suchen wir nochmal Kopfstein und werden da mal rüber brettern. Mal gucken, wie das funktioniert. Also, es ist nicht so, dass man es gar nicht mehr merkt, das Kopfsteinpflaster, aber man schwebt da tatsächlich so ein bisschen rüber. Das ist schon ganz geil. Also, ich könnte hier jetzt tatsächlich so ein paar Kilometer über das Kopfsteinpflaster fahren, ohne jetzt total fertig zu sein danach. Und meine Hände merke ich auch gar nicht. Das ist schon mal ganz cool. Wieder zu Hause, zurück von der Tour. Und ja, ich muss sagen, es ist schon erstaunlich, wie viel Komfort man so an sein Gravelrad bauen kann. Das ist ganz beeindruckend. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt total umgeworfen war. Ich finde nämlich tatsächlich, dass ich die Sattelstütze, die hat mich fast mehr begeistert und die merkt man beim Fahren tatsächlich auch mehr. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Also den Vorbau, der soll ja auch nicht total weich sein die ganze Zeit und das ist auch nicht. Also wenn man losfährt, sind es die ersten paar Meter, fühlt es sich komisch an, weil er tatsächlich so ein bisschen einfedert. Das vergisst man aber sofort. Also man merkt ihn eigentlich erst gar nicht. Und ja, wenn es dann ruppig wird, dann federt der schon ganz gut kleine Unebenheiten weg. Aber auch tatsächlich nur kleine Unebenheiten. Der hat halt auch nur 20 mm Federweg, also bis zu 20 mm, sagt Redshift. Ist halt keine richtige Federgabel. Das merkt man schon, den Unterschied. Und deswegen eignet er sich jetzt auch nicht, um jetzt wirklich irgendwie Downhill über die fettesten Wurzeln die Berge runter zu brettern. Das ist nach wie vor eher unkomfortabel, auch mit dem Gravelbike, mit dem Vorbau. Aber für so Geschichten wie lange Kopfsteinpflasterpassagen oder echt üble Wege mit kleinen Wurzeln und Löchern, da schwebt man natürlich super rüber. Also ich würde sagen, eher eine Ergänzung für noch mehr Komfort am Vorderrad. Und darum hier meine ultimative Liste für Komfort am Lenker am Gravelbike in aufsteigender Reihenfolge nach Komfortgewinn. Nummer 1, die möglichst dicken Reifen, tubeless mit wenig Luftdruck. Also das ist wirklich das, was man am meisten merkt, was ich jetzt auch schon eine ganze Weile fahre und echt angetan bin. Merkt man sofort, kostet jetzt auch nicht Unmengen, super Maßnahme. Dann als zweites, wo ist er? Der gefederte Vorbau. Der macht nochmal weiter deutlichen Komfortgewinn. Das ist schon so. Also wenn es dann noch ruppiger wird und man lange Strecken fahren will, dann empfiehlt es sich, glaube ich, echt so einen gefederten Vorbau zu benutzen, weil man dann wirklich ermüdungsfrei, ohne schmerzende Hände lange Strecken fahren kann. Nummer 3, Carbonlenker. Benutze ich auch schon lange. Gerade in den Drops funktioniert der gefederte Vorbau eher nicht, weil der Hebel da der falsche ist. Dafür funktioniert da der Carbonlenker umso mehr. Also der federt da schön irgendwelche Stöße weg. Mache ich auch tatsächlich schon lange, wenn Kopfsteinpflaster-Etappen kommen. Dann gehe ich immer gerne in den Unterlenker und segel dann über den Kopfsteine. Und Nummer 4, dickes Lenkerband. Ich habe hier Ergon-Lenkerband drin. Ich glaube, das hat 3 mm Dicke. Das ist schon ganz cool. Wenn es jetzt irgendwie nach Paris-Roubaix ginge, könnte man das noch doppelt wickeln, wenn es jetzt ganz krass sein soll. Ja, und mit den 4 Dingen könnt ihr wirklich stundenlang über fiese Wege fahren. Und ja, da schlafen die Hände garantiert nicht ein oder schmerzen danach. Ich lasse jetzt beides noch mal eine Weile an meinem Rad dran und werde damit noch ein paar Touren fahren und entscheide dann, ob ich beides oder eins von beiden an meinem Rad lasse, ob mir das Mehrgewicht den Komfortgewinn wert ist oder nicht. Tja, und das war's mit diesem Video und dann sehen wir uns schon sehr bald im nächsten Video. Bis dahin, ciao!